In dieser Folge habe ich wieder Jonas Alexander im Podcast-Studio und heute soll es um die Retreats gehen, mit die wir auch gerade im vorherigen Gespräch schon hatten. Jonas, schön, dass du da bist. Ja, freut mich, hier zu sein. Du hast was Interessantes an. Erzähl, wieso sitzt du so hier mit, was hast du da an? Ja, ich war gerade vor einem halben Jahr circa, letztes Jahr im Dezember, für 2 Wochen in Peru, auf einem 14-tägigen Retreat. Für mich selbst als Teilnehmer, weil ich ein sehr crazy und sehr krasses Jahr hinter mir hatte. Und nach einem Weg gesucht habe, um Klarheit zu finden, was ich eigentlich will mit meiner vorherigen Beziehung, die ich hatte. Und um letztendlich auf eine Art Vision Quest zu gehen. Für mich eine neue Vision zu finden, für mich selbst, für mein eigenes Leben, für die verschiedenen Geschäfts- oder Business-Ideen, die ich die ganze Zeit irgendwie so mit mir getragen habe. Und Peru ist ein unfassbar schönes Land, ja, unfassbar vielseitig. Also man findet da sowohl sehr trockene Wüste, ja, als auch hohe Berge, in denen es sehr kalt ist oder teilweise auch Schnee liegt. Ja, natürlich den großen Amazonas, ja, den Wald. Genauso wie aber auch Pinguine teilweise. Ja, Okay. haben da echt sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Sind mit einem Boot gefahren, haben wie heißen die nicht? Seelöwen? Seehunde? Weder Seelöwen noch Seehunde. Also sie sehen so aus, ja, wie Seelöwen, aber haben, glaube ich, ein bisschen einen anderen Namen. Und waren in der Wüste, haben Wüstenrallies gemacht waren dann in Cusco, ja, 3000 Meter in der Höhe. Es gibt ja ganz viele Sportler, die speziell da in die hohen Berge gehen, um fitter zu werden, um ihre Ausdauer zu verbessern. Und wir waren vor allen Dingen da, um die Kultur kennenzulernen. Ich meine, warum geht man auf einen Retreat? Ja, Retreat heißt ja auf Deutsch übersetzt so viel wie einfach sich eine Auszeit zu nehmen oder Auszeit. Ja, oder wie eine Art Urlaub, aber mit einer bestimmten Intention im Hintergrund. Im Prinzip eine Reise mit einer coolen Truppe, mit coolen Leuten, verbunden mit spirituellem und persönlichem Wachstum. Und wir waren da in Cusco irgendwo wie kann man das am besten beschreiben? Also die peruanische Kleidung oder eben auch solche Ponchos, die werden eben wirklich handgewebt, ja, von Locals oder von den Native-Einwohnern, von den Ureinwohnern da vor Ort, aus dem Fell von Lamas. Ja. So wie ich das gelernt habe und verstanden habe, bietet so ein Poncho halt extrem Schutz. Ja, Schutz vor bösen Geistern, aber auch im natürlichen und ganz praktischen Kontext, Schutz vor Regen, Schutz vor Kälte, Schutz teilweise auch vor heißer Sonneneinstrahlung, also eigentlich fast für jede Wetterlage. Ja. Und ich fühle mich einfach hier drin extrem wohl und laufe tatsächlich genauso oder so ähnlich, selbst hier in Deutschland teilweise rum, auch wenn ich irgendwie komische Blicke bekomme von Leuten auf den Straßen. Peru hat für mich super krasse Sachen aktiviert, Erkenntnisse gebracht. Wir waren in Cusco, wir waren auf dem Machu Picchu. Waren dann im Sacred Valley und haben da so 4, 5, 6 Tage ziemlich heftig, ziemlich krass so Pflanzenmedizin gemacht. Ja, den Saft von bestimmten Kakteen getrunken oder dieses eine spezielle für den Amazonas sehr bekannte Getränk, das aus Chacruna besteht, das ist die eine Substanz, und dann aus einer bestimmten Liane. Und die eine Substanz wirkt maohemmend, ja, und sorgt dafür, dass dann das DMT aus anderen Pflanzen im Körper besser und schneller aufgenommen werden kann. Und generell Peru ist ein ziemlich krasser Knotenpunkt von bestimmten energetischen Leylines,
Ja, Leylines sind für den Planeten sowas wie Energiemeridiane im Körper. Und dadurch, dass speziell da in der Gegend um Machu Picchu der tatsächliche Knotenpunkt ist tatsächlich ein bisschen außerhalb von Peru im Meer. Aber dadurch, dass die Energie da so heftig oder so krass ist, kann man an diesen Orten mitten in der Natur ja teilweise 10.000-fach krasser Zugang bekommen zu bestimmten Einsichten in sein höheres Selbst oder in die Seele oder in ziemlich interessante Sachen. Ja? Und ja, ich habe einfach sehr viel Spaß daran, genau den gleichen Vibe, den ich da für mich gespürt habe, eben hier nach Deutschland mitzubringen. Und ja, das ist... Jetzt hast du in nicht allzu langer Ferne schon dein Retreat in Ägypten geplant. Im Oktober war der? Also Ende September. Ende September bereits. Was soll da stattfinden? Was erwarten die Leute da auf diesem Retreat? Hat es ähnliche Gründe, wieso du jetzt zum Beispiel nach Peru gegangen bist? Oder was wird dort der Plan sein? Ja, auf dem Retreat in Peru waren wir eine sehr internationale Gruppe mit einigen Amerikanern und vielen Leuten aus Dubai und den Emiraten und ja, auch eine Ägypterin. Mit der habe ich mich ein bisschen angefreundet und dabei festgestellt, dass ich erstens ziemlich krasse und intensive Visionen von Ägypten gesehen habe, ja, in diesen Zuständen, in denen man ein bisschen verändertes Bewusstsein hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis zum heutigen Zeitpunkt selbst noch kein einziges Mal in Ägypten. Ich werde jetzt aber tatsächlich in den nächsten 1-2 Monaten persönlich hin, ja, mir Sachen vor Ort anschauen und dann dort auch nochmal genauer planen, was wir wirklich exakt machen werden. Ja, wobei der grobe Plan so gesehen steht schon. Ja, wir werden die ersten 1, 2, 3 Tage in Kairo sein und uns dort die Pyramiden von Gizeh anschauen. Und werden dann höchstwahrscheinlich von dort in den Süden, nach Aswan und Luxor. Und dann da eine sogenannte Nile Cruise machen, ja, auf einer Dahabeeyah. Das ist ein sehr altes Schiff, das Schlafplätze hat und mit dem man dann den Nil quasi hochfahren kann. Und dann an bestimmten Orten, wo bestimmte heilige alte Tempel, auch Pyramiden und ähnliche Städte sind, uns die anschauen, ja, sofern das erlaubt ist, weil das ist nicht überall erlaubt oder geht nicht überall, meditieren. Die Diandra ist mit dabei, Diandra Steljes, die macht da Kundalini-Aktivierung, ja, sodass so über den Tag verteilt wir morgens Yoga, Kriya-Yoga oder auch Kundalini-Aktivierung machen, dann tagsüber uns Sachen anschauen, ja, auf lokale Märkte gehen, Tempel besichtigen und dann nachmittags und abends Workshops machen oder einfach die Kultur kennenlernen, essen, tanzen, Spaß am Leben haben. Ja. Die große Überschrift für dieses spezielle Retreat in Ägypten heißt Sacred Heart Healing auf Englisch. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie die Heilung und Aktivierung des heiligen Herzens. Ja. Und hat ganz, ganz viel mit dem höheren Selbst zu tun. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass in Peru ich eine extrem starke und intensive Verbindung zu der ägyptischen Göttin Hathor gespürt habe. Und natürlich auch zu Horus und zu Tod und zu ein paar anderen. Und ich selbst habe irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, ja, aber ich habe irgendwie eine extrem starke innere Verbindung oder Connection zu Ägypten, obwohl ich noch nie vor Ort selbst gewesen bin. Ich meine, also ich bin Hypnotiseur und ich habe mich auch selbst mehrfach in den letzten 10, 15 Jahren hypnotisieren lassen und habe schon vor 11, 12, 13 Jahren eine extrem lebhafte Reinkarnationssession gemacht, in der ich mich selbst in einem Leben in Ägypten vor 1500 Jahren gesehen habe. Ja? Und wirklich eine extrem
crazy, krasse Geschichte da gesehen habe, wie ich als junger Mann oder wie ich ein junger Mann da vor Ort war und der dann relativ früh seine Mutter verloren hat, dann vor Ort ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist auf den Märkten, soweit, dass ihm irgendwann eine Bar oder ein Club gehört hat, und der dann dort vor Ort aber immer irgendwie auch auf eine Art Sinnsuche war oder nach einem Weg gesucht hat, mit dem Tod seiner Mutter abzuschließen oder sich irgendwie mit seiner Mutter wieder verbinden zu können, der dann natürlich in die lokalen Religionen, Kirchen, Tempel gegangen ist und dort dann gelernt hat und festgestellt hat, dass auch damals das schon so war, dass es halt quasi wie eine Art, oder dass die öffentliche Religion, die es halt damals gab, mehr eine Religion für die Massen war, die irgendwie so ein bisschen mehr Hokuspokus gewesen ist. Und das ist aber eben tatsächlich quasi in den Geheimkämmern oder in den quasi Hinterzimmern von den Tempeln wie eine Art, ich will nicht sagen, so eine Art Geheimorden gab, von Leuten, die halt oder von hohen Priestern und eine Art Gilde, die die tatsächlichen wahren Sachen, die auch wirklich funktionieren. Zumindest sah das damals so aus, und war super interessant, das da irgendwie zu erleben in der Hypnose-Session. Ne? Also, der hat einfach ich habe als dieser Kerl festgestellt, dass es halt tatsächlich auch wirklich was dahinter gab. Ja? Und das Leben ist dann so geendet, oder die Vision davon ist so geendet, dass er tatsächlich irgendeinen Alchemisten gefunden hat, der ihm dann irgendein Getränk oder Gebräu gegeben hat, das er dann getrunken hat. Und so die letzte Szene war dann, ich saß in einem Sessel und dieses Getränk getrunken und dann kam tatsächlich irgendein Licht oder seine Mutter kam, aber das Leben war dann auch vorbei. Ja, also das Getränk war tendenziell tödlich. Oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist das so das, was ich damals gesehen habe. Und interessanterweise auch auf dem Retreat, wo ich dann in Peru war, habe ich halt so eine heftig krasse Connection oder so eine heftig intensive Verbindung zu Ägypten gespürt und gesehen, in der Form. Und ich weiß nicht, ob man das als jemand, der noch nie Pflanzenmedizin oder ähnliche Sachen gemacht hat, wirklich nachvollziehen kann. Ja, aber was bei mir halt oft passiert ist, dass ich dann irgendwie in Wänden oder im Gras oder in Pflanzen anfange, verschiedene Muster zu erkennen oder zu sehen. Und plötzlich wir hatten dann ein super schönes Airbnb mit einem großen Garten und Pool und allem drum und dran. Da haben sich dann tatsächlich irgendwie Gesichter von irgendwelchen Göttern gezeigt. Ja. Und ich habe auf die verschiedensten Arten und Weisen gespürt oder gesehen und verstanden, was zumindest eine Möglichkeit sein könnte, wie der Kosmos oder das Universum oder auch der Planet hier tatsächlich aufgebaut ist und funktioniert, und das letztendlich eigentlich alles im Prinzip Vibration ist. Ja, und das von dem Planeten unten, wie so eine Art Puls alle paar Sekunden kommt. Ja, der sich ja teilweise auch physisch messen lässt. Ja, mit der Schumann-Frequenz. Ja. Und Ägypten ist ebenfalls ein eigentlich fast noch krasserer Knotenpunkt. Da laufen noch mehr Leylines, die sich interessanterweise da fast um die Gegend zwischen Kairo und Aswan und Luxor alle kreuzen. Ja. Deswegen bin ich selbst super gespannt, was mich jetzt in den nächsten 1-2 Monaten dort erwartet. Und das Interessante ist, dass das Mädel, was ich da in Peru kennengelernt habe, genau denjenigen Menschen in der ägyptischen Administration kennt, der für die Vergabe von den Lizenzen und Genehmigungen zuständig ist, wer in bestimmten Pyramiden und Tempeln in die Geheimkammern rein darf. Und genau das haben wir jetzt klar gemacht und können dann halt mit der Gruppe
Ich weiß noch nicht genau, wie das stattfinden wird. Was ich gehört habe, ist, dass die dann nachts dann für 1-2 Stunden nur für die Gruppe und nur für uns bestimmte Bereiche in den Pyramiden aufmachen werden, wo dann wirklich nur wir rein dürfen. Ja. Es ist tatsächlich, also die Ägypter sind und Ägypten an sich, was ich bisher vom Hörensagen gehört habe oder von den Ägyptern und Ägypterinnen, mit denen ich gesprochen habe, hatten also Ägypten ist eine Militärdiktatur, ja, oder wird vom Militär regiert, ja, um es mal so auszudrücken, arbeiten aber relativ gut mit den Amerikanern zusammen, ja, nach meinem Verständnis, es ist ein sehr arabisches Land, muss man ein bisschen vorsichtig sein, was man sagt, was man macht, wie man sich verhält. Und Pflanzenmedizin können wir da zum Beispiel nicht machen. Ja, das ist verboten, kommen wir sofort ins Gefängnis, das wollen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin auch zu 100% davon überzeugt, dass man sehr ähnliche Zustände eben auch auf andere Wege erreichen kann, durch zum Beispiel holotropes Atmen, durch bestimmte Formen von Hypnose, von Soundhealing, ja, bestimmte Musik, bestimmte Klänge, Vibrationen zu hören, und das eben auf eine ein bisschen schamanische Art zu machen, und geführt, ja, wird definitiv denjenigen Leuten, die da Bock drauf haben, mit dabei zu sein, wenn es ums Thema Beziehung geht, ziemlich krass und krasser, als man das irgendwo sonst jemals auf irgendeinem Workshop oder Seminar hier in Deutschland bekommen könnte, dabei helfen, für sich eben Klarheit zu finden, wenn man in einer ähnlichen Situation war wie ich vor einem halben Jahr. Naja, dass man, wenn man zum Beispiel, oder was ich halt beobachte, bei ganz, ganz vielen Menschen in Beziehungen, die manchmal gut laufen und manchmal vielleicht auch nicht so, ja, sind Leute, die ähnlich wie ich auch halt extrem beruflich oder vielleicht auch unternehmerisch ambitioniert sind, ne? Und vielleicht sogar ein bisschen zu ambitioniert, ne? Vielleicht sogar Leute, die das Gefühl haben, irgendwie kurz vorm Burnout zu stehen, ne? Und die Schwierigkeiten in ihrer Beziehung vor allen Dingen deswegen haben, weil sie den Stress aus ihrem Job oder aus ihrem Unternehmen in die Beziehung mitnehmen, ne? Oder sich das da dann eben widerspiegelt. Ja. Und ein Retreat ist immer dafür da, einfach mal wirklich tausende Kilometer Abstand zu nehmen, mal ganz woanders zu sein, sich wirklich komplett fallen lassen zu können mit Leuten, denen es vielleicht gerade ähnlich geht. Ja. Und es muss nicht nur ums Thema Beziehung gehen. Beziehung kann auch bedeuten im geschäftlichen Kontext, ja, wenn man Probleme im Business hatte oder da es immer wieder irgendwie zu Konflikten kommt oder kam, ja. Oder wenn man das Gefühl hat, hey, ich bin irgendwie so ein kleines Stückchen von meinem göttlichen Weg oder von meinem eigentlichen Weg abgekommen. Ja? Und so war das halt auch bei mir. Ja? Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht in meiner vorherigen Beziehung, um das zu merken. Ja, nur mal als Beispiel, ich meine, klar, Frauen sind eben sehr existenzbezogen und achten eben sehr, oder Frauen, ich würde sagen, dass den meisten Frauen insgeheim Geld und finanzielle Absicherung natürlich wichtig ist. Ja, da können noch so viele Leute sagen, ja, das ist alles oberflächlich und es kommt nur auf innere Werte an. Aber für mich war das eine ganz, ganz krasse Lernlektion, dass gerade in Zeiten, wo es halt vielleicht im Business oder wie auch immer nicht so gut lief und dann ich in Situationen war, wo ich einen anderen Geschäftspartner hatte, ja, und meine Freundin damals, oder meine damalige Freundin eben gesehen hat, dass der halt 1000-mal erfolgreicher war als ich. Und dann dachte, dass es für mich besser ist, wenn ich mehr Zeit mit dem verbringe und für den arbeite, anstatt Fokus auf mein eigenes Business und meine Sachen zu haben. Ja. Es war damals eine Situation, in der die sowieso sehr verworren war. Ich weiß nicht, ob wir hier in diesem Podcast da so tief einsteigen wollen oder müssen. Aber auf jeden Fall musste ich in meiner Beziehung erstmal lernen. Das mag sich für einige Leute halt vielleicht irgendwie so anhören wie, wie kann das denn überhaupt sein? Hat dir die Stärke gefehlt oder warst du nicht Mann genug oder was auch immer? Aber ich meine, wenn man sich halt wirklich auf eine Beziehung einlässt, ist man natürlich
zumindest war es bei mir so, ja, kompromissbereit oder hört sich auch an, was die Partnerin zu sagen hat. Ja. Und wenn man selbst in der Situation ist, dann fällt es einem selbst eben manchmal gar nicht so leicht zu erkennen oder zu merken, was gerade eigentlich wirklich abgeht oder was für Muster da ablaufen. Ja, sodass ich finde, dass es auch und gerade und speziell für Coaches super wichtig ist, nicht zu glauben, dass irgendwie ich bin Gott, ja, und ich weiß alles und keiner steht über mir, sondern ich finde, das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess und man kann nie auslernen und es ist sogar super wichtig, sich immer wieder Feedback von außen zu holen und von Leuten, die vielleicht auch nicht zu 100% komplett fehlerfrei sind. Ja, ich bin auch nur ein Mensch, ich lebe mein Leben und ich mache auch Fehler. Ja, ich bin weder Gott noch perfekt. Ja. Aber ja, genau solchen Menschen möchte ich eben gerne helfen, einfach mal so ein bisschen aus ihrem Alltag rauszukommen, ihre Seele und ihr höheres Selbst und ihr heiliges Herz, ihr höheres heiliges Herz zu aktivieren, zu heilen, was auch immer irgendwie an Verletzungen da ist. Ne? Und höheres heiliges Herz deswegen, weil, weißt du, ich bin so aufgewachsen von meinen Eltern und von meiner Mutter ist Diplompsychologin, mein Vater ist Lehrer, dass für mich all diese Dinge normal sind. Dinge wie Reinkarnation. Ja, da glaube daran, dass es vielleicht möglich ist, immer vor diesem Leben schon mal gelebt zu haben. Ja? Was ich für mich in den letzten 3 oder 4 Jahren im Amazonas gelernt habe, ist, dass auch das eventuell möglicherweise, und ich habe da auch keine 100%ige Gewissheit, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass es bei einigen Themen, gerade speziell, wenn man daran glauben möchte oder mag, und in einigen Fällen sind diese Sachen wirklich teilweise sehr real, wenn es um Flüche geht, ja, oder um manchmal auch wirklich Beziehungsflüche oder Themen, an denen normale Psychologen und vielleicht auch normale Hypnotiseure teilweise scheitern, weil ihnen entweder die Offenheit oder vielleicht auch das Knowledge und das Wissen dafür fehlt, dass es in manchen Fällen manchmal sein kann, dass bestimmte karmische Themen, manchmal eben, ob man es jetzt Flüche nennt oder toxische Muster, teilweise nicht nur in vergangenen Leben zurückreichen können, sondern ich bin inzwischen tiefst davon überzeugt, dass wir nicht der einzige Planet und die einzige Welt in diesem Kosmos sind, sondern dass es da draußen noch sehr, sehr viele andere Welten gibt und dass es manchmal durchaus sein kann und sämtliche hypnotische Erfahrungen, und zwar wirklich in Zuständen, wo Leute so tief weg waren und so tief in einer so tiefen Trance waren. Das weißt du, ich habe gelernt, und ich weiß, ich spreche gerade vielleicht irgendwie nicht ganz so linear, ja, und mache hier verschiedene Themen auf. Dennoch ist es wichtig. Weißt du, ich habe eine Art von Hypnose gelernt, bei der man herausfinden kann und die so genau ist, dass man wirklich sicherstellen kann, dass gerade speziell, wenn es um Rückführungen geht und wenn es um Reinkarnationen geht und auch ähnliche Themen, dass es gerade speziell dabei eben extrem wichtig ist, dass das Wachbewusstsein oder der logische Verstand so weit ausgeschaltet ist, dass er eben nicht mehr dazwischen funken kann. Ja? Und eben sogenannte False Memories, was es durchaus gibt, ja, was so viel bedeutet wie, man macht eine Reinkarnationssession und jemand glaubt irgendwie, er war König in dem und dem Zeitalter und und war ein ganz, ganz toller Mensch oder hat ein ganz, ganz krasses Leben geführt. Ja, wo eben genau solche falschen Erinnerungen sehr unwahrscheinlich sind, dadurch, dass der Verstand eben wirklich weitestgehend nahezu komplett abgeschaltet ist. Ja, also allein, um mal so ein bisschen in das Fachwissen reinzugehen oder in die Techniken reinzugehen, so in unserem Alltagsbewusstsein, ja, und das lässt sich ja auch in Gehirnwellen nachmessen, funktioniert unser Gehirn oder läuft unser Gehirn und kommuniziert in den verschiedenen Gehirnarealen auf sogenannten Beta-Wellen. Ja, Beta bedeutet eigentlich eher Stress. Ja? Und je tiefer man sich entspannt, kommt man dann
erst in höhere Alpha-Wellen, dann in tiefere Alpha-Wellen und dann irgendwann eben auch runter Richtung Delta- und sogar Theta-Wellen. Naja. Und ich glaube, es gibt einige Leute, oder es gibt irgendwen, der alleine über diese Theta-Zustände eine eigene Heilungsmethode irgendwie entwickelt hat. Ja. Das ist halt einfach krass. Ja. Oder immer wieder super spannend oder super intensive Sessions. Und ich kann dir sagen, wenn ich sowas persönlich gemacht habe, dauern Sessions manchmal 3 bis sogar 8 Stunden, ja, im 1:1. Und warum bin ich überhaupt darauf gekommen? Richtig, weil ich nicht nur durch meine eigenen Erfahrungen, sondern auch durch Sessions, die ich seitdem mit anderen gemacht habe, sich da irgendwas geöffnet hat, wo ich in solchen Zuständen dann auch andere Leute plötzlich mir erzählt haben, da war ich in einem Leben, das war gar nicht hier auf der Erde, sondern das war irgendwo auf Sirius A, B, C. Ja, C ist noch gar nicht erkannt, oder C gibt's offiziell noch gar nicht, wird demnächst vielleicht rauskommen, dass es den gibt. Und bei mir war es halt so, dass ich tatsächlich eigentlich für eine andere Coach, die ich ausgebildet habe, für deren Coaching eine Hypnose entwickelt habe, um genau solche Beziehungsflüche aufzulösen. Und mir diese Hypnose auch selbst angehört habe, um mit meiner eigenen Situation besser klarzukommen oder bestimmte Sachen besser zu verstehen. Und man mag jetzt davon halten, was man davon halten will, ja, aber das, was ich da halt für mich gesehen habe, war zum Beispiel, dass ich mich gesehen habe als Steinzeit-Mensch oder Wesen auf irgendeinem Planeten in der Andromeda-Galaxie, irgendwo in der Steinzeit. Und ich war halt der Stammesführer, ja, und musste dafür sorgen, dass der ganze Clan überlebt und vorankommt. Und ich habe dann dort tatsächlich, und ich habe eigentlich fast nur ein einziges Bild dort richtig klar und deutlich wahrgenommen oder gesehen, und zwar, wie ich in so einer Pose mit so einem klassischen Holzbeil, ja, über dem Lagerfeuer stand und die Sonne aufging und ich einfach nur wusste, okay, ich habe das Wesen oder die Seele oder die meine damalige Freundin war in Mexiko, in dem Leben oder auf dem Planeten gerade umgebracht, ja, weil wir waren da auch in einer Beziehung, aber sie war halt in unserem Clan diejenige, die so hungrig war, dass sie einfach alle Nahrungsvorräte komplett aufgefressen hat, wenn sie da waren. Dass sie alle Nahrungsvorräte, die da waren, komplett aufgefressen hat. Und ich als Clanchef oder als Chef von diesem oder als Häuptling von diesem Stamm keine andere Möglichkeit gesehen habe, das Überleben des Stammes zu sichern, als sie eben zu töten und umzubringen. Naja, und dass daraus dann irgendeine Art von Karma entstanden ist, das dann dazu geführt hat, dass ich eine ähnliche Situation mit ihr halt da auch erlebt habe. Ja, weil in meinem Leben hier war es halt so, oder das Muster war halt ganz, ganz lange Zeit oder für mindestens ein halbes oder dreiviertel Jahr, dass immer, wenn ich gerade Geld verdient habe, wenn irgendwie so 2, 3, 4, 5.000 Euro reinkamen, sie sofort auf die Idee kam, innerhalb von 24 Stunden 80% davon sofort irgendwie auszugeben. Ja, oder keine Ahnung, dann war das Auto kaputt oder dann mussten wir umziehen und brauchen da schon wieder Kaution oder dann war irgendeine Kreditkartenrate fällig oder was auch immer. Und und fast schon wie verhext, ja, habe ich mich gezwungen, dazu gefühlt, das zu bezahlen und alle Kreditkarten zu tilgen und das dann auch zu machen. Ja, bis ich eben genau dieses Muster erkannt habe und dann diesem Muster ein Ende setzen konnte. Ja, und ähnliche Sachen werden wir eben auch da in Ägypten machen. Nochmal sehr viel intensiver, als das mit so einer Audiohypnose ist, die ich damals vertont habe. Und ich bin selbst super krass gespannt, was kommt. Ja? Und ich kann halt sagen,
Und ich meine, das sind meine persönlichen Erfahrungen, ne, von denen ich halt spreche und von denen ich erzähle. Aber als wir da in Peru waren, ich habe halt, wie gesagt, so eine krasse Connection zu Ägypten gespürt. Neben dem einen Leben, das ich da schon mal vor 11 oder 12 Jahren gesehen habe. Und ich war aber noch nie, also in diesem Leben war ich bis heute noch nie in Ägypten. Und trotzdem habe ich halt so krasse, ich kann das gar nicht genau beschreiben, wie eine Art Mischung aus ganz intensiven Gefühlen und dann Bildern, die aus diesen Gefühlen hervorkommen oder Visionen, die aus diesen Bildern hervorkommen. So krasse Bilder vor mir von Wüste und von Sand und von Pyramiden und von einer Zeit, die lange, lange Zeit zurückliegt. Und ja, deswegen, also ich bin selbst super gespannt und sehe das eigentlich auch selbst so ein bisschen als Live-Action-Roleplay ist das falsche Wort dafür, oder ist nicht ganz das richtige Wort dafür. Aber ja, es ist halt auch ein Weg für mich, um mich mit dem Land auch in diesem Leben wieder zu connecten. Und ich habe ein ganz, ganz großes Interesse für die alten Mysterienschulen. Ne? Man sagt ja auch so, zumindest habe ich das so gelernt, als ich Hypnose gelernt habe, dass die moderne Hypnose oder die moderne Geschichte der Hypnose, die fängt so vor ungefähr 170 Jahren an. Ja, so um 1850 gab es Mesmer und auch ein paar andere, die damals so die ersten Experimente gemacht haben mit Löffeln und mit diesen mesmerischen Streichungen. Ja, bedeutet so viel wie, was die damals gemacht haben, um Leute in eine Trance zu versetzen oder zu hypnotisieren, war die Arme so zu nehmen und dann auf eine bestimmte Art und Weise so zu streichen. Und das über einen Zeitraum von mehreren Stunden und haben dabei halt festgestellt, dass dadurch Leute wirklich in ganz, 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 ganz tiefe hypnotische Zustände fallen oder Trance-Zustände fallen, in denen plötzlich, ja, teilweise wirklich selbst körperliche Heilungen möglich sind. Ja, und damals, als es die Pharmaindustrie noch nicht so krass gab, wie es heutzutage, war es so, dass diejenigen, die damals Hypnose gelernt haben, hauptsächlich eigentlich Ärzte waren. Ja, die dann damit angefangen haben zu arbeiten, ihre Patienten, die zu ihnen gekommen sind, durch Hypnose zu heilen oder die einfach zu hypnotisieren und denen so ein paar Suggestionen zu geben. Und siehe da, durch Placebo-Effekt und einige andere interessante Sachen, wurden Leute geheilt. Ne? Ich sage nicht, dass ich ähnliche Fähigkeiten habe oder dass ich irgendwie ein krasser Heiler bin. Ja, auch ich bin nur ein Mensch, der einfach viel um die Welt gereist ist, viele verschiedene Kulturen gesehen hat. Ich war tatsächlich vor rund 11 Jahren in Thailand, in Chiang Mai, mal im Doisotep-Tempel. Ja, das ist so ein buddhistischer Tempel, wo man Vipassana machen kann. Ja, schon mal gehört? Vipassana ist so eine sehr spezielle Retreat in Form von, ja, so ein Schweigeretreat. Ja, also man geht da hin und man kommt dann da an und das ist das ist ein Tempel auf einem hohen Berg in Chiang Mai und bekommt dann erstmal so ein paar Teachings und so ein paar interessante Geschichten erzählt von einem Mönch. Ja, und bekommt dann irgendwelche Mudras und Mantras und lernt halt so einen Ablauf. Ganz, ganz viele Leute, die da hingehen, gehen dahin, um von Drogen runterzukommen oder um auf kalten Entzug zu gehen und sich selbst besser kennenzulernen und oder um Kindheitstraumata aufzuarbeiten oder was auch immer. Und das Interessante ist halt, man hat dort zum Beispiel einen sehr strikten Ablauf, einen sehr strikten Tagesablauf. Steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, kann dann einmal so ein bisschen Zähne putzen und geht dann sofort in so einen Meditationsraum mit der ganzen Gruppe. Wo dann erst der buddhistische Mönch irgendwelche sehr interessanten Geschichten erzählt. Interessanterweise ganz, ganz oft einfach Geschichten von Teilnehmern oder Leuten, die in den letzten Jahrzehnten dort waren. Ne? Und teilweise dann wirklich auch so klassische Geschichten wie, ja, jemand war total depressiv und deprimiert und dann kam er zu uns und dann hat er das und das wirklich verstanden. Ja, und dann hat er plötzlich, genau, Geschichte, von einem Restaurantbesitzer, der in diesen Tempel kam, da in Chiang Mai, im Doisotep-Tempel, und der die Mönche gefragt hat, hey, irgendwie,
ich weiß auch nicht, aber Leute behandeln mich extrem schlecht und die sehen alle total schlecht gelaunt aus und die motzen nur und irgendwie keiner macht das Leben Spaß und mir auch nicht. Und die Mönche ihm dann beigebracht haben, hey, ja, wie ist es denn mit dir? Wie schaust du denn ins Leben? Ja? Kann das vielleicht daran liegen, dass du selbst total deprimiert bist und keinen Bock mehr hast? Und könnte es dir vielleicht helfen, diese ganzen inneren Kritiker, die du hast, so zu meistern, dass, wir haben das dann so vorgemacht, so, dass du dir einfach vorstellst, die Stimmen kommen da in den Kopf und gehen da wieder raus, ja, so Iring, also eine Art. Und dass du einfach nichts weiter darüber denkst, wie die Leute sind, sondern einfach selbst anfängst, mehr zu lächeln. Ja, und dadurch, dass du selbst anfängst, mehr zu lächeln und fröhlicher zu sein, plötzlich auch die Leute um dich herum anfangen, mehr zu lächeln und fröhlicher zu sein. Ja, ja, und Vipassana oder so ein Vipassana-Retreat ist halt einfach ein Schweigeretreat, bedeutet so viel wie abseits von den morgendlichen Runden mit dem Mönch, wo der Mönch irgendwelche Geschichten erzählt und man dann in der Gruppe halt anfängt, irgendwelche Mantras zu singen, es dann irgendwie um 7 Uhr Frühstück gibt und man dann 8 Stunden oder 6 bis 7, 8 Stunden Zeit hat, an einem Ort seiner Wahl, vielleicht auch im eigenen Zimmer oder irgendwo im Tempel, auf eine bestimmte Art und Weise zum Beispiel Gehmeditation zu machen und Buddha anzubeten. Und einfach komplett still sein muss, komplett ruhig ist und es eben auch nicht erlaubt ist, mit anderen Leuten aus der Gruppe zu kommunizieren. Ja? Und das Interessante ist halt, was dann dabei passiert ist, dass halt erstmal Projektionen hochkommen. Ja? Und obwohl man halt eigentlich gar nicht verbal miteinander kommunizieren darf, man vielleicht trotzdem irgendwie damit anfängt, irgendwie so die Körpersprache und die Gestik und Mimik von anderen Leuten aus der Gruppe zu beobachten. Und ja, und dann schnell durchaus dazu kommen kann, dass man denkt, boah, die mögen mich gar nicht oder da hat mich jemand komisch angeschaut oder was ist hier los mit den Leuten und die Person hasst mich bestimmt, obwohl man vorher nie auch nur ein einziges Wort mit derjenigen Person gesprochen hat. Ja? Und auf der anderen Seite hat man durch die ganze Stille und das Schweigen und das Meditieren, zumindest war es bei mir so, ja, halt einfach mal den Raum oder den inneren Raum und die innere Leere und vor allen Dingen die Zeit, all die ganzen 100.000 Gedanken, die man so im Alltag jeden Tag hat, zu Ende zu denken. Ja, weil so im Alltag sind wir meistens total gestresst und ja, kommen oftmals nicht wirklich dazu, die Ideen, die wir haben oder die Gedanken, die uns irgendwie im Kopf umkreisen, zu Ende zu führen, ja, sondern dann ist da schon wieder was, dann wird man da abgelenkt, dann Social Media, ja, so viele Leute machen jeden Tag nichts anderes, außer stundenlang ihr Leben damit zu verschwenden, sich ein Reel bei Instagram oder YouTube oder TikTok nach dem anderen anzuschauen, ja, anstatt sich einfach mal, und wenn es nur 5 oder 10 Minuten am Tag sind, Zeit zu nehmen, ja, und einfach mal runterzukommen, zur Ruhe zu kommen und dem Strom seiner Gedanken zu folgen und Dinge wirklich zu Ende zu denken. Ja? Und das war zum Beispiel damals für mich die Situation oder der Moment, wo ich dann damals ja in einer Situation war, wo ich gerade irgendwie ein halbes Jahr in Australien gewesen bin, da gesehen habe, wie man mit sehr harter körperlicher und physischer Arbeit durchaus sehr viel Geld verdienen kann. Ja? Aber ich für mich selbst eben festgestellt habe, hey, ist es wirklich mein Lebenssinn, mir irgendeinen Job zu suchen, der mir zwar Geld reinbringt, die Familie ernährt, aber der so monoton ist, dass ich Zeit gegen Geld tausche, ja, und dass ich eigentlich damit nur wen anderes reicher mache, ja, und ja, eigentlich den ganzen Tag Dinge mache, die zwar Geld reinbringen, aber die mich nicht wirklich erfüllen. Ja? Und ich hatte damals ganz, ganz viele Geschäftsideen, Ideen für Marketing, für Webseiten, für Produkte etc. pp. Mir hat es an der Umsetzung gefehlt und die Ideen hatten noch keine richtige Struktur. Ja?
Und alleine dadurch, dass ich da, und das war in dem Fall, das waren nur 2 oder 3 Tage wie Vipassana Retreat, danach ist mir der Kopf geplatzt voller Ideen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, boah krass, also ich habe so viele Ideen, die muss ich jetzt sofort umsetzen. Ich kann nicht länger hier irgendwie meine Zeit im Tempel verschwenden. Ja? So eine Art. Und genau das habe ich dann auch getan. Und von da aus kam dann tatsächlich auch der Erfolg. Ja, lustigerweise habe ich mich ein paar Tage später auch vor Ort in Chiang Mai von so einem buddhistischen Mönch mit ganz viel Glück segnen lassen. Und ja, plötzlich kamen Projekte, wo ich für andere Coaches und für andere Leute irgendwie Webseiten gemacht habe oder Videos eingesprochen habe, ja, oder habe dann eine Zeit lang halt wirklich so klassische Arbeit als digitaler Nomade gemacht und Webseiten für irgendwelche Schweizer Treuhänder gemacht, die halt ganz schnell irgendwie so eine Vorzeige-Webseite für eine Bank gebraucht haben, ja, und habe mir dann von da aus damit mein eigenes Business aufgebaut. Ja, habe halt gelernt, Facebook-Ads zu schalten, oder Facebook-Ads so zu schalten, dass man jeden Tag 1 Euro reinsteckt und im besten Fall vielleicht sogar 2 bis 3 Euro wieder einnimmt. Ja, oder wo man eine Maschine hat, wo man am Tag 50, 100, 200, 300 Euro reinsteckt und damit eben ein richtiges Business aufbauen kann. Und das habe ich dann gemacht. Ja, und deswegen für mich kamen Retreats immer zu einem Zeitpunkt, der genau richtig war. Ja, und wo ich entweder Ideen hatte, aber diese Ideen noch keine konkrete Form angenommen hatten. Und Retreats sind für mich immer eine Art, sind eigentlich fast immer irgendwie eine Art Vision Quest. Ja, also einfach ein Abenteuer, wo ich mit einer klaren Intention reingehe, für mich zum Beispiel ein großes Puzzle, was aber im Moment noch nicht zusammengelegt ist, überhaupt erstmal die ganzen einzelnen Teile zu finden, zu sammeln und dann eben zusammenzusetzen. Ja, und dadurch dann eben einfach eine ganz, ganz krasse Klarheit zu finden, sei es eine Klarheit über eine akute aktuelle Beziehungssituation, ob ich eine bestimmte Beziehung so weiterführen möchte oder nicht. Ne? Oder sei es beruflich, was ich mit meinem Unternehmen vorhabe, ne? Oder was ich jobtechnisch für den Fall, dass ich irgendwie doch einen Job, angenommen es gäbe irgendwo einen Job, der mir Spaß machen würde, wo ich tatsächlich als Angestellter arbeiten könnte. Weißt du, ich meine, es gibt ja auf der einen Seite immer die Coaches und die Leute, die sagen, ja, jeder angestellte Job ist irgendwie doof und mache ich auf jeden Fall selbstständig und baue ein Unternehmen auf. Aber es gibt halt einfach auch Leute, meiner Erfahrung nach oder meiner Erkenntnis nach, die können das nicht. Oder die brauchen halt einfach klare Rahmen und die freuen sich eher über regelmäßiges Einkommen und ein Gehalt und gehen voll darin auf, was sie machen und haben auch daran Spaß. Ja, also man muss sich nicht selbstständig machen. Man kann auch als Arzt angestellt arbeiten. Man muss nicht seine eigene Praxis haben. Aber trotzdem haben auch solche Leute vielleicht Ideen, ja, die sie als Hobby oder wo sie einfach Spaß dran haben, die als Hobby umzusetzen. Ja. Und natürlich für diejenigen Leute, die halt wirklich wirklich merken oder feststellen, hey, oder für sich zu der Erkenntnis gelangt sind, hey, ich werde auf gar keinen Fall irgendwie 10, 20, 30, 40, 50 Jahre meines Lebens irgendwie in einem Angestelltenjob oder Sklave irgendwo verschwenden. Sondern mein Weg ist es eben, mich selbstständig zu machen, mir irgendwas aufzubauen. Dann geh diesen Weg. Und dann umgib dich mit Leuten, die ähnlich denken, die ähnlich drauf sind. Ja, oder mit Leuten wie euch. Und geh deinen Weg und finde den Mut und sammle das richtige Wissen an, was du brauchst, um genau dahin zu kommen. Ja. Ich bin einfach jemand, ich bin viel um die Welt gereist und ich liebe es absolut, mich mit Leuten zu connecten und zu verbinden, die vielleicht auch ähnlich denken wie ich, die ähnlich gestrickt sind wie ich, die vielleicht ähnliche Themen haben. Und ich meine, wie sagt man so schön, im Land der Blinden ist der einäugige König. Ja. Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich bin, wie ich bin. Ja, entweder fühlt man irgendwo eine Connection oder halt nicht. Ja, und wenn nicht, dann ist es auch kein Beinbruch. Ja, dann sucht euch Leute, die
studierte Psychologen sind und die halt dadurch aber eben nicht die Möglichkeit haben, eventuell, vor allen Dingen auch nicht so öffentlich, über die Dinge zu sprechen, über die ich gerade gesprochen habe. Mhm. Ja, weil das ist halt die Freiheit, die ich habe oder die ich mir halt nehme. Ja, für dich waren Retreats immer ein Wendepunkt in deinem Leben auch, um den Fokus und deinen Weg zu finden. Ja. Du wirst dein nächstes Retreat Ende September in Ägypten haben. Da sind noch ein paar Plätze frei. Du nimmst ja auch nur 11 Leute mit. Für die Leute wahrscheinlich interessant, die jetzt was brauchen, einen Wendepunkt im Leben, etwas finden müssen und so eine Erfahrung mit dir oder durch dich gerne erhalten möchten. Gibt es noch spezielle Leute, die du dort gerne mit dabei hast, wo du sagst, ja, genau dafür machst du es ja, damit solche Durchbrüche, man hat ja auch in dem vorherigen, wir hatten einen längeren Podcast, wo es darum ging, was du für Erfahrungen in Retreats hattest, beziehungsweise wo selber noch mal ein bisschen Stories hattest. Was möchtest du gerne dort erleben? Ja, ich möchte Menschen helfen, die Freude des Lebens wiederzufinden. Ja, weil ich glaube, dass es halt ganz, ganz viele Menschen gibt, die super erfolgreich sind, ja, die zum Beispiel vielleicht erfolgreich traden, und aber den ganzen Tag halt nur vom Bildschirm sitzen, irgendwelche Analysen machen, Charts analysieren und so weiter und so fort und das super erfolgreich machen, aber die einfach nach Abenteuer suchen. Ja, die nach Abenteuern suchen und die halt Bock drauf haben, einfach mal ein bisschen auf Safari zu gehen und sei es das Wüstenrallies zu machen oder was auch immer wir vor Ort dann tatsächlich konkret machen werden. Ja. Ich meine, man sollte halt schon eine gewisse Offenheit mitbringen. Ja, und ich bin überzeugt davon, dass genau die richtigen Leute in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Ja. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass diejenigen Plätze oder diejenigen Teilnehmer, die jetzt schon bestätigt sind, die besten und krassesten Leute sind, die ich je im Coaching hatte. Ja. Also als Beispiel eine Kinderärztin, ja, die gerade eine bestimmte Beziehungssituation hat mit einem in dem Feld durchaus bekannten Fußballmoderator, wodurch ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eben auch meine Augen so ein bisschen offen gehalten habe und so mitbekommen habe, dass zum Beispiel die Ex von Bastian Schweinsteiger was Ähnliches durchlebt hat, wie sie wahrscheinlich. Ja, und wo es dann halt auch ganz viel um die richtige PR-Strategie geht und einfach noch mal um Sachen oder um Level und Dimensionen, die weit über das hinausgehen, was jetzt für Mareike an der Supermarktkasse Thema ist. Ja. Und ja, ich habe einfach super viel Spaß daran, Leuten, die sich ja irgendwie so fühlen, als wäre das ganze Leben im Moment so ein bisschen toxisch, und die einfach extrem krass damit strugglen, dass sie das Gefühl haben, vielleicht auch schon seit längerer Zeit und vielleicht auch nicht erst seit jetzt der aktuellen Beziehung, bestimmte Beziehungsmuster irgendwie immer und immer wieder zu sehen und die irgendwie fast das Gefühl haben, als wären sie da emotional in einer Art emotionalem Gefängnis, aus dem es nahezu keine Aussicht gibt, weil egal mit welchem Mann sie zusammen sind oder egal mit welcher Frau, es sind immer wieder dieselben Themen, die hochkommen, es sind immer wieder die gleichen Streitthemen, und es sind immer wieder ähnliche Gefühle und es fühlt sich so an, als ob es da irgendwie keinen richtigen Ausweg gibt. Und ich sage, doch, diesen Ausweg gibt's. Ja, und genau diesen Ausweg zeige ich dir in Ägypten. Ne? Und vor allen Dingen auch dann, und zwar ganz unabhängig davon, ob das letztendliche Ergebnis ist, dass es darum geht, dich selbst zu heilen und dadurch die Beziehung zu heilen und zusammenzubleiben, die Beziehung zu retten oder die Trennung rückgängig zu machen oder falls eine dritte Person im Spiel ist, auch das zu revidieren. Ja, weil dazu gerade nochmal angemerkt, weil mich in letzter Zeit immer wieder auch solche Leute aufsuchen, ganz interessant. Wenn eine neue Person im Spiel ist, hat diejenige Partnerin oder diejenige Partner die besseren Karten, der oder die Person, um die es geht, ja, länger kennt als die andere. Ja. Das heißt, wenn du deinen Partner oder deine Partnerin länger kennst
als die neue Person, die es im Leben deines Partners oder deiner Partnerin ist, dann hast du zwar vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- und langfristig immer die besseren Karten. Und zwar allein schon deswegen, weil du eine sehr viel tiefere und intensivere Bindung und Vertrauen und Connection und Rapport zu deinem Partner hast, als das, was die neue Person in der kurzen Zeit jetzt aufbauen könnte. Ja? Und ich meine, in fast jedem Kennenlernen, in fast allen Dating-Situationen und allen neuen Beziehungen ist es halt immer so, es gibt verschiedene Phasen. Ja, und in den ersten Wochen und Monaten durchläuft man eben die Honeymoon-Phase, ja, in der eben beide oder mindestens eine Person so die rosa-rote Brille trägt und man eben nur die ganzen positiven Eigenschaften des Partners oder der Partnerin sieht und man so ein bisschen das, was nicht so gut läuft, komplett ausklammert. Ja. Und in solchen Situationen, ja, wenn man halt unbedingt festhalten möchte, wenn man weiß, dass eine dritte Person im Spiel ist, geht es halt vor allen Dingen darum, Geduld zu haben und hartnäckig zu sein und das Long-Term-Game zu spielen. Ja, und ja, die Zeit des Abstandes für sich zu nutzen, zum Beispiel auf Retreat zu gehen, ja, und sich selbst mal wieder so ein bisschen neu zu entdecken und zu erkunden. Weil speziell dann, wenn es darum geht, oder wenn es einem darum geht, wieder zusammenzukommen, ist das Effektivste, was wirklich funktioniert, um selbst in Situationen, wo dein Partner oder deine Partnerin jetzt aktuell ein extrem negatives Bild von dir hat, ja, und vielleicht sogar Freunden oder Verwandten, Bekannten erzählt, hey, nee, auf gar keinen Fall werde ich jemals wieder mit dieser Person zusammenkommen oder in eine Beziehung gehen. Selbst solche Sachen lassen sich dadurch knacken, dass du selbst eine ganz, ganz krasse Transformation für dich durchläufst und Seiten an dir selbst erkennst. Also es geht gerade eben nicht darum, zu einer komplett anderen Person zu werden und irgendwelche Dinge zu erfinden oder Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die dir nicht eigen sind oder die nicht authentisch sind, sondern es geht ganz im Gegenteil darum, dass es höchstwahrscheinlich eher so ist, bei den meisten Leuten zumindest, dass sie aufgrund ihrer ganzen Verletzungen in vergangenen Beziehungen, aber auch in der aktuellen Beziehung und vor allen Dingen, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und von ihrem Partner auch weiterhin geliebt zu werden, ganz viele Leute angefangen haben, bestimmte Masken zu tragen. Und das Eigentliche, worum es wirklich geht, ist, genau diese Masken zu erkennen und abzulegen und sein wahres Selbst zu finden oder wiederzufinden und ja, sein höheres Selbst zu aktivieren, zu reaktivieren und ja, mehr sein höheres Selbst zu leben oder mehr von seinem höheren Selbst zu zeigen. Ne? Und auch das ist eben das, worum es da in Ägypten gehen wird, aber nicht nur in Ägypten, sondern ja, was im Moment noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, Costa Rica und Bali, ja, wo wir in Costa Rica durchaus auch wirklich legal Pflanzenmedizin machen können. Ja, und ich bin persönlich ein sehr, sehr großer Freund von so einem bestimmten Kaktus, ja, und fühle mich da auch ziemlich sicher drin, solche Zeremonien und Sessions zu leiten. Das andere Amazonas-Getränk, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. So eine Zeremonie würde ich nie ohne einen Schamanen machen, der mindestens 1 bis 2, 3 Jahrzehnte Erfahrung darin hat. Ja, weil was da für Sachen passieren auf Zeremonien oder auf in solchen heiligen Nächten, das ist krass. Ja, also da bin ich selbst noch in Ausbildung, ne? Und definitiv nicht am Ende meiner Reise. Und ich würde mich auch selbst niemals als Schamane oder so bezeichnen. Ich arbeite mit schamanischen Techniken, ja, und ich bin, wer ich bin. Aber der Weg des Schamanen ist ein lebenslanger Lernprozess, der aus meiner Sicht mehrere Jahrzehnte dauert, ja, und wo man dann selbst nach Jahrzehnten vielleicht immer noch nicht den gesamten Kosmos erkundet hat. Ne? Und ich wäre sehr vorsichtig damit, Leuten hinterher zu laufen, die
irgendwie so ein paar Ayahuasca-Zeremonien gemacht haben oder ähnliche Sachen gemacht haben und dann gleich sagen, sie wären irgendwie oder sie wären Schaman oder was auch immer. Deswegen Ayahuasca zu 100% braucht es dafür wirklich echte Native, man nennt es auch Spanisch Ayahuaceros, ja. Also Schamanen, die wirklich von Kindesbeinen damit aufgewachsen sind. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Ayahuaceros oder echten Native-Schamanen, die ich da kennengelernt habe in Kolumbien und Panama, die haben mich zwar auch dann in ihren Tribe aufgenommen und haben mir gesagt, ich wäre Ayahuacero, aber ich würde es halt niemals von mir selbst sagen. Ja? Ich würde eher sagen, ich habe in den vergangenen 3 Jahren, seitdem ich damit angefangen habe, an solchen Zeremonien teilzunehmen, sehr interessante, sehr heftige, sehr krasse Erfahrungen gemacht, sowohl negative wie auch gute. Ne? Aber ich bin da immer noch Lehrling. Ne? Trotzdem kann ich Leuten andere Länder zeigen und auf die Art und Weise arbeiten, wie ich eben arbeite, mit einer Art Mischung aus Coaching, Achtsamkeitsübungen, Training, bestimmten Atemtechniken, ja, ob man es jetzt Meditation oder Hypnose nennt. So wie ich es gelernt habe, ist Hypnose letztendlich eigentlich nur definiert als der Prozess, eine Trance, also ein Zustand von veränderter Wahrnehmung oder von verändertem Bewusstsein einzuleiten und wieder auszuleiten. Nicht mehr und nicht weniger, ob man das jetzt Hypnose nennt oder Meditation oder Trance. Es gibt schon bestimmte Formunterschiede, aber es gibt auch schon viele Überschneidungen. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Geschichten, die du dann nach dem kommenden Retreat erzählst, das jetzt Ende September stattfindet und auf die Durchbrüche, die dort die Menschen haben werden. Ja. Wenn Leute, die Zuhörer noch rechtzeitig das die ganz anhören, die können in der Beschreibung auch da bestimmt einen Link dazu finden, falls noch ein Platz frei ist. Ja. Dann kann man den sich noch sichern. Ansonsten gerne den Kanal folgen, kommentieren, wenn Fragen offen sind. Und dann sieht man sich oder sprechen wir bestimmt beim nächsten Retreat, ja, das wieder stattfindet. Drauf, ja. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.